Tipps und Tricks mit Tameco. Heute haben wir ein weiteres Video für euch. Und zwar, wir haben hier das schöne DT03 Dämpferset. Das ist also für ein Fighter Buggy. Das könnt ihr übrigens in DT01, DT02 und auch hier DT03 einbauen. So liegt es jedem DT03 Baukasten bei. Das ist die Anleitung. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man so einen Dämpfer richtig baut. Alle vier, sind ja 4 Stück drin, brauchen wir nicht, weil das ist eigentlich immer dasselbe. Aber wir gehen jetzt mal auf einen Dämpfer ein. Und wir haben ja auch schon mal alle Teile vorbereitet. Hier die Kunststoffteile, die werden natürlich aus den Spritzlingen hier rausgelöst, haben wir schon gemacht. Das sind die beiden O-Ringe, die Dichtungsringe. Oben die Dichtung, Dämpferauge, Federteller, Feder und natürlich wichtig unser Öl. Tamiya beschreibt es wirklich sehr gut in der Anleitung. Kleine Abweichungen machen wir aber und so, aber das erkläre ich euch jetzt während des Zusammenbaus. Das ist eigentlich ganz wichtig. Und zwar, wir nehmen mal unser Dämpfergehäuse, das ist die Kolbenstange. Und hier haben wir schon mal unsere Dichtungsringe. Das sind 2 Stück, das sind 2 O-Ringe, nennt man die. Die sind jetzt hier die schwarzen von Tamiya. Hier eine kleine Info, wenn ihr mal Rennen fahrt, wollt ein bisschen mehr Performance für eure Dämpfer. Es gibt hier von der Firma Rudok, die verwende ich auch immer sehr gerne, Silikon-O-Ringe. Dadurch geht der Dämpfer ein bisschen leichter, spricht ein bisschen leichter an und die Dichtigkeit erhöht sich auch ein bisschen. Verwende ich gerne, findet ihr direkt bei uns im Shop. Nur so als kleiner Tipp. Kann man einbauen. Wir verwenden jetzt mal die Standardteile. Ist auch sehr gut, also das funktioniert wunderbar. Damit kann man ein bisschen supern. Funktioniert bei allen Tamiya-Dämpfern, bei den CVA-Dämpfern, auch bei unseren Klassikern hier zum Beispiel. Damit geht das auch alles. Die kann man überall einsetzen, wo 3 mm Kolbenstangen verwendet werden. Das mal nur am Rande. Was wir aber verwenden, das ist dieses O-Ring-Fett. Und das kann man natürlich auch für die originalen Dichtringe verwenden. Damit werden die und bleiben ein bisschen geschmeidiger. Dichtigkeit ist auch gut. Das ist also immer schön anzuwenden. Gibt es hier von Rudok in so einer praktischen Spritze, die ihr hier kennt. Da kann man also draufdrücken, da kommt dann da was raus. Das kommt jetzt gleich zum Einsatz. Wir beginnen jetzt aber erstmal mit der Kolbenstange. Und zwar benetzen wir die mit ein bisschen Öl. Nur ein bisschen was drauf tun. Könnt ihr auch hier mit dem Finger ein bisschen verstreichen, damit das gleichmäßig ist. Und dann kommt die schon mal hier rein in unser Dämpfergehäuse. Dann kommen die O-Ringe. Die kriegen jetzt aber noch vorher ein bisschen Setup. Und zwar machen wir das ganz einfach. Ich lege die immer hier so auf die Fingerkuppe. Und jetzt drücken wir hier einen Ticker raus, da kommt schon. Und nicht zu viel nehmen. Und dann einfach dieses Fett mit den Fingerkuppen ein bisschen in diesen Ring einmassieren. Damit er wirklich von allen Seiten was bekommen hat. Das machen wir jetzt mit dem zweiten auch so. Kriegt ein bisschen Fett ab. Kleiner Zahnstocher ist da auch eine Hilfe. So. Dann kommen die beiden O-Ringe auf unsere Kolbenstange hier. Die werden dann hier in das Gehäuse reingedrückt. Geht ganz einfach. Dadurch, dass die Kolbenstange mit Öl benetzt ist, geht es auch ganz einfach. So. Und dann wird auch schon die untere Dämpferkappe hier aufs Gehäuse geschraubt. Normal anziehen, nicht zu fest. Da ist man dann gerne mal drüber in dem Plastikgewinde und dann wird der Dämpfer wieder eher undicht. So. Das ist schon mal das Basic praktisch, ne?
Dann kommt hier ein kleiner Spacer, das Teil X3 aus dem Spritzling hier drauf. Das ist ein kleiner Anschlag, damit der Dämpfer vorne, das ist nämlich der vordere Dämpfer, die hinteren sind etwas länger, dass der nicht zu sehr einfedern kann sozusagen. Ne? Und dann kommt das Dämpferauge, wird montiert. Ich schraube das schon mal mit der Hand ganz leicht hier an. Sieht man das hier schon? Und dann kommt ein weiteres schönes Tool zum Einsatz. Ein bisschen Fett hier abwischen. Das ist eine Dämpferkolbenzange. Tamiya empfiehlt ja hier eine Spitzzange mit ein Stück Papier drunter, damit man die Kolbenstange nicht verkratzt. Das ist nämlich ganz wichtig, damit der Dämpfer schön läuft und auch dicht bleibt. Aber das ist hier ein großartiges Tool und das empfehle ich jedem, der öfter mal Dämpfer warten oder generell zusammenbauen möchte. Eine Dämpferkolbenzange, die ist aus Aluminium, also keine Angst. Ihr verkratzt hier die Dämpferstange nicht, sondern die wird einfach hier angesetzt. Da gibt es eine Kerbung, eine passende für 3 mm. Und dann kann man das hier schön einklemmen. Und ich schraube jetzt hier einfach das Dämpferauge ganz auf die Stange. Auch nicht überdrehen, weil das Plastik ist recht weich hier vom Dämpferauge. So. Das reicht auch schon und schon ist das Dämpferauge drauf. Und unsere Kolbenstange ist absolut blank, die sieht absolut super aus. Ohne Kratzer, ohne nichts und wir haben das ganz bequem aufgeschraubt hier. Und dann geht es auch schon mit dem Befüllen weiter. Ist eigentlich ganz einfach. Dämpferkolbenstange komplett ausziehen. Da haben wir unser Dämpferöl. Und dann geht es schon los. Der wird jetzt einfach befüllt. Erstmal bis fast ganz nach oben. Steht also schon an. Man kann recht zügig einfüllen mit schönem Druck, damit möglichst wenig Luft hier in den Dämpfer kommt. Und jetzt haben wir aber natürlich ein paar Luftbläschen drin, das ist unvermeidlich. Und dazu einfach die Kolbenstange langsam rauf und runter bewegen. Da sieht man, dass die Luftbläschen, die jetzt noch vorhanden sind, schon leicht aufsteigen hier im Dämpfer. Weil die wollen wir nicht drin haben im Öl. Dann geht der nicht ganz so geschmeidig nämlich. Einfach ein paar Wiederholungen. Man sieht schon, wie die Luftbläschen aufsteigen. Also ich sehe jetzt keine mehr hochkommen. Ein paar sind ganz oben. So, dann geht es weiter. Ihr nehmt euch einfach ein Stück Küchenrolle oder ich habe jetzt hier nur ein Taschentuch zur Hand, aber das geht auch sehr gut. Und legt jetzt das einfach mal um das Dämpfergehäuse hier rum. Dass man also noch schön hinkommt von oben. Das schließt jetzt hier mal relativ dicht an der Seite ab, weil da wird jetzt bald ein bisschen Öl übertreten. Wir legen jetzt unsere grüne Dichtung hier oben drauf. Tun die leicht hier andrücken. Jetzt wird hier überschüssiges Öl rausgedrückt. Das schön abputzen. Und dann kommt auch gleich schon die Dämpferkappe drauf. Dann ist der Dämpfer schon mal so weit eigentlich schon fertig. Wir können hier schon mal die Performance testen. Der geht schon schön weich, kommt auch nicht gleich zu straff raus. Das ist sehr gut. Nicht, dass da zu viel Druck drauf ist, dass wir zu viel Öl drin hätten. Ist also wunderbar. Dann geht es weiter. Feder. Federteller wird hier von unten auf die Dämpferkolbenstange geschoben. Und zack. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Vorspannring für die Feder, weil die ist jetzt ein bisschen locker hier drauf. Tamiya empfiehlt hier diese Größe in der Anleitung. Die kommt jetzt hier als Vorspanner drauf, wird aufgeklippt. Da gibt es auch dünnere und dickere, dass man so eine Feinjustierung am Auto nehmen kann. Und wir haben schon einen super funktionierenden Dämpfer.
Die hinteren sind länger, sind wir schon drauf eingegangen, kommt dann auch eine andere Feder zum Einsatz. Die haben wir hier drin, die sind deutlich länger. Längere Kolbenstangen auch bei. Ein wunderbarer Dämpfer für einen Fighter Buggy, DT01, DT02, DT03 zum Beispiel. Sowas kann man auch in den alten Super Hornet oder Grasshopper einbauen. In den Grasshopper 2 muss man ein bisschen die Dämpfer kürzer bauen. Da kann man dann solche Spacer reinmachen, die sind da mal an den Spritzlingen dran. Ansonsten sind die hinteren ein bisschen zu lang, kann man aber anpassen, das geht auch. Da, wenn ihr Fragen habt, einfach eine Mail an uns und wir helfen dann. Auf jeden Fall, so sieht ein 1A gebauter Dämpfer aus. Mehr Videos in der Art folgen auch noch. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da. Und ich sage einfach mal ciao, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.